Ich will dir eine ehrliche Frage stellen und ich bitte dich wirklich, darüber nachzudenken. Wann hast du zuletzt ein Buch gelesen, das vor 50 Jahren geschrieben wurde und dabei das Gefühl gehabt, der spricht über mein Leben, der meint genau mich, der weiß, was ich gerade durchmache. Nicht nur ein bisschen, nicht vage, sondern direkt, präzise und persönlich. Stell dir vor, dieses Buch wäre nicht 50 Jahre alt, sondern 1400 Jahre. Und es beschreibt nicht nur dein Leben, sondern das Leben deines Vaters, deines Urgroßvaters und das Leben von Menschen, die noch nicht geboren sind. Und das alles gleichzeitig. Das ist kein Gedankenexperiment. Das ist der Koran. Und heute sprechen wir über das Wunder, das die wenigsten wirklich verstehen. Die Zeitlosigkeit des Korans. Wenn Menschen über Wunder im Koran reden, denken die meisten sofort an Wissenschaft, Embryologie, Kosmologie, das Universum. Alles wichtig, alles real. Aber es gibt eine andere Art von Wunder. Eins, das du nicht mit einem Mikroskop siehst. Eins, das du mit deinem Herzen fühlst. Und das ist dieses. Der Koran spricht gleichzeitig mit dir, egal wer du bist, egal in welchem Jahrhundert du lebst, egal welche Sprache du sprichst und egal welchen Schmerz du gerade trägst. Denk mal darüber nach. Jedes Buch, das je geschrieben wurde, hat eine Zielgruppe, eine Zeit, einen Ort, einen Kontext. Shakespeare beispielsweise schrieb für das England des 16. Jahrhunderts. Aristoteles schrieb für das antike Griechenland. Selbst die besten Bücher unserer Zeit werden in 200 Jahren veraltet klingen. Aber der Koran, der wurde in einer Gesellschaft offenbart, die keine Demokratie kannte, die kein Internet hatte, die keine Psychologie, keine Neurowissenschaft, keine globale Wirtschaft kannte. Und trotzdem spricht er über Angst und Hoffnung, über Einsamkeit und Gemeinschaft, über Gier und Großzügigkeit, über Identität und Sinn, so als wäre er gestern für dich geschrieben worden. Aber warum? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen. Lass uns zuerst verstehen, warum normale Bücher altern. Stell dir vor, du schreibst heute ein Buch über die größten Probleme der Menschheit. Was schreibst du rein? Vielleicht Klimawandel, vielleicht KI und Jobverlust, vielleicht mentale Gesundheitskrise, vielleicht politische Spaltung. Jetzt stell dir vor, jemand liest dein Buch in 500 Jahren. Das Klima hat sich verändert, die politischen Systeme sind komplett anders, Technologien, über die du schreibst, existieren nicht mehr. Dein Buch, so brillant es auch war, klingt wie ein Artefakt, ein Zeitdokument theoretisch. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist das Schicksal jedes menschlichen Werks, weil jeder Mensch in seiner Zeit gefangen ist. Viele können nur das sehen, was sie umgibt. Wir können nur das beschreiben, was wir kennen. Und genau hier liegt das Wunder. Der Koran wurde in einer bestimmten Zeit offenbart. Aber er beschreibt keine Zeit, er beschreibt den Menschen. Und der Mensch in seinem Kern, in seiner Seele, in seinen Kämpfen hat sich nicht verändert. Nicht in 1400 Jahren, nicht in 10.000 Jahren. Das ist der Schlüssel. Allah sagt im Koran, dem keine Falschheit naht, weder von vorne noch von hinten, eine Offenbarung von einem Allweisen, Allgelobt. Keine Falschheit, nicht wenig Falschheit, nicht meistens richtig. Keine Falschheit. Weder in der Vergangenheit verfälscht, noch in der Zukunft zu widerlegen. Und dann sagt Allah im Koran an einer anderen Stelle, wir sind es, die die Ermahnung hinabgesandt haben, und wir sind es, die über sie wachen. Wir wachen über sie. Nicht die Muslime, nicht die Gelehrten, Allah selbst. Das ist ein direktes Versprechen. Dieser Text bleibt unverändert. Er bleibt vollständig. Er bleibt korrekt und das für immer. Und dann, an einer anderen Stelle im Koran, beschreibt Allah den Koran als eine Erinnerung für alle Welten. Und nicht nur für die Araber, nicht nur für das 7. Jahrhundert, für alle Welten. Das arabische Wort ist hier Alamin. Es bedeutet nicht nur alle Menschen, es bedeutet alle Ebenen der Existenz, alle Zeiten, alle Umstände. Der Koran hat von Anfang an einen universellen Anspruch gestellt.
Und dieser Anspruch steht heute noch, unangefochten. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der alles verändert, wenn du ihn wirklich verstehst. Der Koran wurde auf Arabisch offenbart. Das ist nicht zufällig. Arabisch ist unter allen Sprachen einzigartig. Warum? Weil Arabisch eine Wurzelsprache ist. Jedes Wort hat eine dreigliedrige Wurzel. Und aus dieser Wurzel entstehen Dutzende von Bedeutungen, die alle miteinander verbunden sind. Ein einziges Wort im Koran kann gleichzeitig mehrere Bedeutungen tragen. Und alle sind gemeint. Und das gleichzeitig. Ein Beispiel. Das Wort Rabb, oft übersetzt als Herr oder Gott, aber Rabb bedeutet im Arabischen auch derjenige, der nährt, derjenige, der wachsen lässt, derjenige, der zur Vollständigkeit führt, derjenige, der korrigiert, wenn man von Weg abkommt. Wenn Allah sagt, Rabbul Alamin, sagt er nicht einfach, ich bin der Herr der Welten. Er sagt, ich bin derjenige, der alle Welten nährt, der sie wachsen lässt, der sie führt, der sie zur Vollständigkeit bringt. In 2 Worten. 2 Wörter. Unendliche Tiefe einfach. Kein menschlicher Autor, egal wie begabt, kann das erschaffen. Weil kein menschlicher Autor gleichzeitig alle Zeiten kennt, alle Menschen kennt, alle Sprachen kennt, alle Bedürfnisse kennt. Nur Allah kennt das. Und deshalb spricht ein einziger Vers gleichzeitig zu einem Beduinen im 7. Jahrhundert und zu einem Studenten im 21. Jahrhundert. Und beide fühlen sich direkt angesprochen. Das ist kein Zufall. Das ist Design. Ein göttliches Design. Jetzt lass mich konkret werden. Ich rede mit dir. Du lebst in einer Zeit, in der du täglich mit Tausenden von Inhalt überflutet wirst. Instagram, TikTok, YouTube, Podcast. Jeder hat eine Meinung, jeder hat eine Wahrheit. Jeder sagt, das ist der richtige Weg. Und nach einer Weile weißt du nicht mehr, was du glauben sollst. Du zweifelst, nicht nur an der Welt, sondern an dir selbst. Bin ich gut genug? Habe ich den richtigen Weg gewählt? Wird das alles einen Sinn ergeben? Weißt du, was der Koran über Zweifel sagt? Er spricht direkt darüber. In Surah Al-Baqarah, im 2. Vers. Das ist das Buch, an dem kein Zweifel ist. Eine Führung für die Gottesfürchtigen. Er sagt nicht, Zweifel nicht. Er sagt, dieses Buch ist der Anker, wenn alles andere zweifelhaft ist. Und hier ist das Wunder im Wunder. Der Koran beschreibt Probleme, die du vielleicht glaubst, sie seien modern. Einsamkeit in der Menge. Und der Koran spricht darüber. Identitätsverlust. Der Koran spricht darüber. Das Gefühl, nicht genug zu sein. Der Koran spricht darüber. Manipulation durch Medien und falsche Freunde. Der Koran spricht darüber. Nur nannte man es damals anders. Das Wunder des Korans ist nicht nur, was er sagt. Das Wunder ist, dass er dich kennt. Er kennt deine Schwäche. Er kennt auch deine Ausrede. Er kennt auch deine Einsamkeit. Und er spricht sie direkt an. Nicht um dich zu verurteilen, sondern um dich zu heilen. Kein Influencer kennt dich so. Kein Algorithmus kennt dich so. Nicht mal deine engsten Freunde kennen dich so, aber Allah, der diesen Koran offenbart hat, kennt dich. Und das vollständig. Von deiner Geburt und nach deinem Tod. Jetzt kommt die wichtigste Frage des Videos. Und sei ehrlich mit dir selbst. Wann hast du zuletzt den Koran aufgeschlagen? Nicht, weil du musstest, sondern weil du wolltest. Wann hast du zuletzt eine Sure gelesen und innegehalten und gedacht, was meint Allah damit gerade für mich? Das ist der Punkt, an dem die Zeitlosigkeit des Korans zum Konzept zur Erfahrung wird. Sie bleibt abstrakt, solange du den Koran als Pflicht behandelst. Sie wird real, sobald du ihn als Gespräch behandelst. Denn das arabische Wort Koran kommt von dem Wort Qara'a, rezitieren, lesen. Aber es hat auch die Bedeutung zusammenführen. Der Koran führt zusammen Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft. Araber und Deutsche, Reiche und Arme, Gelehrte und Anfänger. Er spricht zu allen und das gleichzeitig. Was kannst du also konkret tun? 3 Schritte. Einfach und machbar. Heute. Schritt 1. Lies täglich eine Seite mit Übersetzung.
Nicht um schnell fertig zu werden, sondern um zu verstehen. Frag dich bei jedem Vers, was will Allah mir damit heute sagen? Dieselbe Frage jeden Tag und immer wieder. Und schau, wie unterschiedlich die Antworten sind. Je nachdem, was du gerade durchmachst. Schritt 2: Lern, auch wenn nur ein bisschen Arabisch. Nicht perfekt, nicht akademisch. Nur genug, um Wurzeln zu erkennen. Weil du dann siehst, was in einer Übersetzung verloren geht. Und du wirst merken, hinter jedem Vers liegt eine Tiefe, die keine Übersetzung vollständig einfangen kann. Schritt 3: Hör auf, den Koran als altes Buch zu behandeln. Es ist nicht alt, es ist ewig. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Alt bedeutet, war mal relevant. Ewig bedeutet, ist immer relevant. Immer. Auch jetzt, auch für dich. Lass mich mit einem Gedanken abschließen. Stell dir vor, du findest einen Brief. Keine Adresse, kein Datum. Aber während du liest, beschreibt der Brief dein Leben, deine Ängste, deine Träume, deine schwersten Nächte, deine größten Fragen. Und am Ende des Briefes steht: Ich weiß, wer du bist. Ich habe dich nicht vergessen. Und der Weg zurück zu mir steht immer offen. Was würdest du mit diesem Brief tun? Würdest du ihn weglegen? Würdest du sagen, das ist alt, das ist nicht für mich? Oder würdest du ihn immer wieder lesen, weil du weißt, dass jedes Mal neue Tiefe wartet? Das ist der Koran, 1400 Jahre alt und spricht trotzdem über dich, über mich, über jeden Menschen, der gelebt hat und jeden, der noch kommen wird. Das ist kein Zufall. Das ist kein Talent eines Autors. Das ist das Wort Allahs. Zeitlos, vollständig und lebendig. Und es wartet auf dich, dass du es aufschlägst. Schreib in die Kommentare, welcher Vers des Korans hat dich persönlich am meisten berührt? Ich würde mich darüber freuen über deine Antwort. Und lass uns gemeinsam mal zum Abschluss ein Dua machen. Für dich und mich. O Allah, mach den Koran zum Frühling meines Herzens, zum Licht meiner Brust, zum Verschwinden meiner Trauer und zum Ende meiner Sorgen. Amin. Fi amanillah. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.